Herzlich willkommen zu unserem MAN-TGE-Einweisungsvideo. Damit Sie immer sicher und komfortabel mit Ihrem TGE unterwegs sind, zeigen wir Ihnen heute hier in diesem Video einige Grundfunktionen und Einstellmöglichkeiten des TGE. Dieses Video ist in 3 Abschnitte aufgeteilt. Erster Abschnitt: vor der Abfahrt. Was ist wichtig und wo finde ich es? Zweiter Abschnitt: der Fahrerarbeitsplatz. Welche Einstellmöglichkeiten habe ich hier? Der dritte Abschnitt umfasst das Infotainment-System. Was kann ich hier wie einstellen und welche Funktionen gibt es? Bevor wir mit dem Video starten, noch 3 kurze Hinweise von meiner Seite. Erstens, dieses Video kann und soll nicht den Blick in die Betriebsanleitung ersetzen. Zweiter Hinweis: Ihre Ausstattung des TGEs kann leicht von dieser hier gezeigten Funktionen abweichend sein, je nach Konfiguration. Und dritter Hinweis: Wir haben in diesem Video sogenannte Timestamps verwendet. Das bedeutet, wenn Sie ein Thema besonders interessiert, können Sie anhand dieses Timestamps direkt dorthin springen. So viel vorab von mir. Ich wünsche viel Spaß beim Video und wir starten direkt rein. Bevor wir mit dem TGE losfahren können, sollten wir uns ein paar Grundfunktionen und Einstellungen vorab genauer anschauen. Werfen wir hierfür erstmal einen Blick unter die Motorhaube. Die Motorhaubenentriegelung befindet sich links unter dem Lenkrad. Wird diese gezogen, springt die Motorhaube wie gewohnt etwas auf. Mittig unter der Motorhaube befindet sich der Knopf, mit welcher die Motorhaube geöffnet werden kann. Auf der rechten Seite befindet sich die Stütze für die Motorhaube, mit der die Motorhaube sicher aufgestellt werden kann. Blicken wir nun in den Motorraum von rechts nach links, können wir folgende Bauteile finden. Rechts hinten die zweite Batterie für Aufbauten und Verbraucher. Die erste Batterie ist im TGE unter dem Fahrersitz im Cockpit verbaut. Sollte der TGE einmal fremd gestartet werden müssen, beachten Sie bitte, dass vorne im Motorraum sowohl der Pluspol als auch der Masseanschluss genutzt werden muss. Etwas links daneben sind die 2 Behälter für Bremsflüssigkeit in Gelb und Kühlflüssigkeit in Rosa zu finden. Mittig ist der Motorblock, anschließend mit dem Ölnachfüllstutzen und dem Ölpeilstab. Ganz links befindet sich der Waschwasserbehälter. Öffnet man die Fahrerhaustüre, befindet sich in der B-Säule dort sowohl der Stutzen für die AdBlue-Betankung als auch die Dieselbetankung. In den Ablagen der Fahrertüre finden wir die Verbandtasche, die Warnweste und das Warndreieck. Das Bordwerkzeug und die Abschleppöse befindet sich im Fußraum bei dem Beifahrer-Doppelsitzbank. Die Aufnahme für die Abschleppöse befindet sich hier in der Fahrzeugfront. Um alle 4 Reifendrücke der Reifen testen zu können, müssen wir einmal einen Blick in das Infotainment-System machen. Hierfür klicken wir einmal auf den Menü-Button, auf Fahrzeug, Status und Reifen. Dort werden alle 4 Reifendrücke angezeigt. Nun befinden wir uns im TGE am Fahrerarbeitsplatz. Wir starten hier mit dem Fahrersitz. Unser Ergo-Komfortsitz verfügt über 2 in der Höhe einstellbare Armlehnen. Mit dem Rad rechts kann die Rückenlehne, mit dem Rad links die Sitzkissenneigung eingestellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt mit dem kleinen Hebel direkt darunter. Die Tiefe der Sitzfläche kann vorne mit dem kleinen Griff in der Mitte eingestellt werden. Etwas weiter unten befindet sich der Hebel für das Vor- und Zurückziehen des Sitzes. Unser AGR-zertifizierter Ergo-Komfortsitz verfügt auch über eine elektrische 4-Wege-Lordose-Stützenverstellung. Die Schwingfunktion kann mit dem dicken Drehknauf unter dem Sitz auf das Gewicht des Fahrers eingestellt werden oder auch mit dem Hebel daneben gänzlich gesperrt. Die beiden Sitzpolster der Beifahrer-Doppelsitzbank können separat voneinander nach oben geklappt werden. Darunter befindet sich ein Stauraum ohne störende Stützen. Das Lenkrad kann sowohl in Höhe als auch in Tiefe optimal auf den Fahrer angepasst werden. Die elektrischen Außenspiegel können über diesen Knauf hier eingestellt werden. Ebenfalls erfolgt hier die Beheizung und auch das elektrische Anklappen. Die Lichteinstellungen können über dieses Panel links unter dem Lenkrad vorgenommen werden. Voreingestellt ist immer der Automatikmodus. Drückt man auf den Knopf in der Mitte, kann man zwischen Automatik und manuellem Modus hin und her wechseln. Die Nebelleuchten können links und rechts davon eingestellt werden. Das Fernlicht wird über diesen Stock links hinter dem Lenkrad eingestellt. Zieht man den Hebel kurz zu sich, ist das die Lichthupe. Schiebt man den Hebel von sich weg, kann man zwischen dem manuellen Fernlichtmodus und dem automatischen Fernlichtmodus hin und her wechseln. Der automatische Fernlichtmodus hat auch eine Gegenverkehrerkennung. Der Scheibenwischerhebel befindet sich links hinter dem Lenkrad. Hier kann der Scheibenwischer ein- und ausgeschaltet und die Empfindlichkeit des Regensensors eingestellt werden. Das Multifunktionslenkrad weist haptische Knöpfe auf. Hiermit kann man unter anderem das digitale Kombi-Instrument, die Lautsprecher, den Radiosender oder auch den Tempomaten einstellen. Rechts hinter dem Lenkrad befindet sich der Schalthebel beim Automatikgetriebe. Durch Drehen des Hebels kann man zwischen Vorwärts, Rückwärts und Neutral wechseln. Der Parkmodus wird durch einen Druck auf den Hebel an der Spitze aktiviert. Direkt dahinter befindet sich der Start-Stopp-Knopf. Für den Keyless Start muss sich lediglich der Schlüssel im Fahrzeug befinden. Etwas weiter hinten ist die elektrische Parkbremse. Direkt darunter befindet sich der Auto-Hold-Knopf. Diese Funktion unterstützt den Fahrer, zum Beispiel beim Anfahren am Berg. Löst man das Bremspedal,
bleibt der TGE stehen und rollt nicht ungewollt los. Mittig unten ist noch Platz für weitere Knöpfe, die je nach Fahrzeugkonfiguration belegt sind. In unserem Fall zum Beispiel die Laderaumbeleuchtung. Gehen wir weiter rechts hoch, finden wir die Ladeschale für das induktive Laden. Hier muss der Fahrer lediglich das Handy reinlegen und es wird kabellos aufgeladen. Ganz rechts des Armaturenbrettes befindet sich das abschließbare Handschuhfach. Durch Drehen des Knopfes kann der Beifahrer-Airbag deaktiviert werden. Mittig oben an der Decke befindet sich das sogenannte 3-Tasten-Modul mit den Funktionen SOS-Notruf, MAN-Pannenruf und MAN-Inforuf, die alle drei ganz ohne Telefon funktionieren. Der SOS-Notruf-Knopf verbindet einen automatisch mit der Notrufzentrale 112 und übermittelt den Rettungskräften wichtige Hinweise, wie zum Beispiel den Unfallort. Mit dem MAN-Pannenruf kann man im Falle einer Panne sich direkt mit dem mobile 24 Callcenter der MAN verbinden lassen. Der MAN-Inforuf ist zur Klärung technischer Fragen zum Fahrzeug oder zur Fahrzeugbedienung gedacht. Schauen wir uns nun das Herzstück des Cockpits, das Infotainment-System, einmal etwas genauer an. Denn hier können viele Funktionen und Einstellungen für den TGE getätigt werden. Über den Knopfdruck links unten, der On-Button, kann das Display aktiviert werden. Ist das Display an, dient der On-Button durch einmaliges Draufklicken als Lautlos-Funktion. Hält man den On-Button eine Sekunde gedrückt, geht das Display aus und zeigt Uhrzeit und Datum an. Nach einer Minute schaltet sich das Display dann automatisch ganz aus. Rechts neben dem On-Button ist eine haptische Leiste, mit der man die Temperatur und die Lautstärke im TGE durch Wischen oder auch Tippen regeln kann. Der Startbildschirm ist wie folgt aufgebaut. Voreingestellt ist, dass im Hauptfenster links das Navi ausgewählt werden kann, rechts oben die Sprachsteuerung und darunter Radio und Telefon. Dies kann man nach Belieben durch Klicken und Halten für 3 Sekunden selbst umstellen. Wischt man nach links, können weitere Kacheln frei mit Funktionen belegt werden. Links unten sind die Schnellzugriffe für die Klima zu finden. Mittig unten ist der Home-Button, mit dem man immer wieder zum Startbildschirm zurückkehren kann. Rechts unten kann die Klima direkt ausgeschaltet oder die Defrost-Funktion aktiviert werden. Mittig oben kann das Control Center runtergewischt werden. Dort kann zum Beispiel die Helligkeit des Displays angepasst und verschiedene weitere Funktionen gefunden werden. Links daneben sind die App-Favoriten platziert. Hier kann man sich bis zu 4 Funktionen als Schnellzugriff ablegen, zum Beispiel die Parkfunktion mit Aktivierung der Rückfahrkamera. Links daneben sind die selbstdefinierten Fahrzeugfavoriten zu finden, zum Beispiel der Knopf für die Deaktivierung der Start-Stopp-Funktion. Ganz links oben befindet sich der Menü-Button. Dahinter verbergen sich weitere Funktionen, von denen ich Ihnen nun einige wichtige vorstellen werde. In der Telefonkachel finden wir, solange wir kein Handy mit dem Fahrzeug gekoppelt haben, die 3 Funktionen des 3-Tasten-Moduls. Sobald wir ein Handy verbunden haben, sind hier die Handyfunktionen dargestellt. Das Handy ist einfach über Bluetooth mit dem TGE zu verbinden. Im Handy Bluetooth aktivieren, den TGE-Namen in der Trefferliste des Handys auswählen und das Passwort und die Kopplung bestätigen. Nun muss nur noch gewählt werden, ob man das Handy über Bluetooth oder über Apple CarPlay bzw. Android Auto verbinden will. Unter Navigation kann man das Navi starten. Hierfür kann man die passende Adresse unter den letzten Treffern suchen oder tippt diese über das Suchfeld ein. Entweder als Text mit Stadt, Straße, Hausnummer, über dieses Symbol als Schritt-für-Schritt-Eingabe oder auch hier aus der Suchhistorie. Mit dem Klick auf Start beginnt die Navigation. Unter Fahrzeug können verschiedene fahrzeugbezogene Infos angezeigt und Funktionen eingestellt werden. Von außen bis innen. Und durch Anklicken kommt man zum jeweiligen Detail. Unter Status kann der Zustand des TGE überprüft und Hinweise eingeblendet werden. Zum Beispiel, dass die Beifahrertüre aktuell noch offen steht. Unter Daten kann man hier Reichweite, Verbrauchswerte etc. finden. Die Parkenfunktion aktiviert die Rückfahrkamera und die Parksensoren. Die dynamischen gelben Linien zeigen die Fahrzeugbreite und passen sich mit dem Lenkradeinschlag an. Die Distanz nach hinten wird durch die grünen Linien und die rote Linie angezeigt. Die rote Linie dient als Sicherheitsabstand zum Fahrzeug, die erste grüne Linie zeigt den Öffnungsbereich der Hecktüre an und die zweite grüne Linie zeigt den Umlaufbereich der offenen Hecktüre. Über diese Knöpfe kann der Blickwinkel der Kamera zum Weitwinkel oder auch auf die Anhängerkupplung umgestellt werden. Auf der rechten Seite werden die Parksensoren gezeigt, ebenfalls mit dynamischen gelben Linien. Ist der Vorwärtsgang eingelegt, wird der Bereich vorne überwacht, ist der Rückwärtsgang eingelegt, wird der hintere Bereich überwacht. Ebenfalls ertönt ein akustisches Warnsignal, wenn sich ein Hindernis im Anfahrbereich des TGE befindet. Diese Ansicht kann weggewischt werden, um ein größeres Kamerabild zu erhalten. Unter Assistenten können sämtliche Assistenzsysteme aus- und eingeschaltet werden. Dies kann entweder über das Szenenbild oder über die Listenansicht vorgenommen werden.
Unter Setup können grundlegende Einstellungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel die Einstellung von Zeit, Datum oder auch Sprache. Auch über das Menü kann die Klimaeinstellung geöffnet werden. Links oben kann die Belüftung aus- und angemacht werden. Darunter kann man wählen, wie die Luftströme verlaufen sollen. Kühle Luftströme werden blau, warme Luftströme rot angezeigt. Links und rechts können wir über den Sync-Button die Temperaturen zwischen Fahrer und Beifahrer gleichsetzen. Unter AC kann die Klimafunktion ein- und ausgeschaltet und mittig die Intensität angepasst werden. Rechts daneben befindet sich die Umluftfunktion. Durch diesen Knopf können wir die Aircare-Funktion aktivieren, die die Luft im Fahrzeug von Pollen und Allergenen befreit, und ganz rechts kann die Lenkradheizung an- und ausgeschaltet werden. Über Auto und Smart kann man zwischen verschiedenen vordefinierten Klimaprogrammen auswählen. Hat man die Klimatronic und eine Wasserzusatzheizung mit Standheizfunktion, kann man die Standheizung entweder über die Fernbedienung direkt ein- und ausschalten oder man programmiert sich eine Abfahrtszeit über das Mediasystem. Hierfür klickt man auf das Standklima-Symbol. Dort öffnet sich die Übersicht, in der bis zu 3 Abfahrtszeiten voreingestellt werden können, indem man Tag und Uhrzeit wählt, die gewünschte Temperatur einstellt und die Programmierung aktiviert. Damit sind wir am Ende unseres Einweisungsvideos angekommen. Nun haben Sie einige grundlegende Funktionen des TGE kennengelernt und wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Video den Start in Ihren TGE erleichtern konnten. Für weiterführende Informationen und Details empfehlen wir den Blick in die Betriebsanleitung. Natürlich können Sie auch Ihren persönlichen Ansprechpartner bei der MAN direkt kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen gute Fahrt mit Ihrem MAN TGE.